Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert von Tim Marshall ist ein faszinierendes Werk, das Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in die Beeinflussung der Weltpolitik durch natürliche und geopolitische Gegebenheiten bietet. Marshall, ein erfahrener Auslandskorrespondent und Geopolitikanalyst, schildert auf spannende Weise, wie Flüsse, Berge, Meere und Grenzen nicht nur die Entwicklung von Nationen prägen, sondern auch Konflikte, Bündnisse und Krisen der Gegenwart bestimmen. Das Buch knüpft an Marshalls Erfolgstitel Die Macht der Geographie an und erweitert die Analyse um aktuelle Themen im 21. Jahrhundert. Der Autor nutzt dabei 10 sorgfältig gewählte Karten, um die Leser durch eine Welt zu führen, in der Geographie längst nicht zur Nebensache geworden ist, sondern essentieller Bestandteil politischer Entscheidungen bleibt. Dabei werden Machtverhältnisse erklärt, neue Interessenkonflikte beleuchtet und die wechselseitige Abhängigkeit von Raum und Politik aufgezeigt. Marshall gelingt es mit einer verständlichen Sprache, komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen und zu verdeutlichen, welche Herausforderungen und Chancen sich aus der Geographie verschiedener Weltregionen für die Zukunft ergeben. Das Buch ist damit nicht nur ein informatives Sachbuch, sondern auch ein hilfreicher Leitfaden, um die Nachrichtenlandschaft mit neuen Augen zu sehen und globale Entwicklungen besser einordnen zu können. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Geographie als Machtfaktor im 21. Jahrhundert. Tim Marshall legt dar, wie Länder aufgrund ihrer geografischen Voraussetzungen strategische Vorteile oder Nachteile besitzen, die ihr politisches Handeln im 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflussen. Natürliche Grenzen wie Gebirge oder Flüsse wirken oftmals stabilisierend, während offene Ebenen und Zugänge zu den Meeren sowohl Chancen als auch Risiko von Invasionen oder Handelsblockaden bergen. Die Kapitel beleuchten, wie diese natürlichen Rahmenbedingungen die Politik Russlands, Chinas und Europas prägen. Beispielsweise erklärt Marshall, warum Russland traditionell expandiert und wie die Gebirge Chinas Integrität sichern. Damit wird klar, dass Geographie als Grundstein für nationale Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und globale Machtverschiebungen dient. Gleichzeitig wird gezeigt, wie technischer Fortschritt zwar einige geografische Barrieren relativiert, aber keineswegs alle geopolitischen Realitäten abschafft. Zweitens: Konflikte und Krisenherde der Gegenwart. Ein zentrales Thema des Buches ist das Entstehen und die Dynamik aktueller Konfliktzonen. Marshall analysiert die Krisenherde des 21. Jahrhunderts wie die Ukraine, das Südchinesische Meer, Syrien und die Arktis. Durch die geografische Linse wird verständlich, warum einige Regionen der Welt besonders anfällig für Spannungen und Auseinandersetzungen sind. Im Falle der Ukraine spielen beispielsweise die offene Steppenlandschaft und die Nähe zu Russland eine entscheidende Rolle für die fortwährenden Spannungen mit dem Westen. Das Buch liefert so fundierte Erklärungen für die Dauerbrenner im internationalen Nachrichtengeschehen und macht erfahrbar, warum nicht alle Konflikte allein durch Diplomatie gelöst werden können, solange geografische Faktoren so bestimmend sind. Drittens: Ressourcen, Handel und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Marshall widmet sich ausführlich den Themen Ressourcenverteilung und globaler Handel. Die Karten zeigen auf, wie Rohstoffe wie Öl, Wasser und seltene Erden über Wohlstand und Entwicklung ganzer Nationen entscheiden und oftmals Ursache für politische Machtspiele sind. Länder mit reichem Rohstoffvorkommen, aber schlechten Transportwegen stehen vor anderen Herausforderungen als rohstoffarme mit günstigen geografischen Lagen. Auch Abhängigkeiten wie etwa Europas Gasimporte aus Russland oder Chinas Zugang zu Handelsrouten im Pazifik werden analysiert. Der Autor verdeutlicht, wie die Verfügbarkeit und Kontrolle von Ressourcen politische Entscheidungen treiben und weshalb die Geographie auch im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung nicht an Bedeutung verliert. Viertens: Technologie, Klimawandel und neue Herausforderungen. Obwohl der technologische Fortschritt die Welt weiter zusammenrücken lässt, bleibt die Geographie ein maßgeblicher Faktor für Politik und Wirtschaft.
Marshall diskutiert die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere auf Regionen wie die Arktis, die durch das Abschmelzen des Eises strategisch plötzlich in den Fokus rücken. Neue Seewege, Ressourcen und militärische Präsenzen verändern geopolitische Gleichgewichte. Ebenso analysiert das Buch, wie der Ausbau von Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahnen und Internetzugängen zwar neue Möglichkeiten schafft, die grundlegenden geografischen Grenzen aber nicht vollends überwinden kann. Diese Perspektive ermöglicht ein besseres Verständnis für zukünftige Herausforderungen und Chancen, die von Natur und Raum ausgehen. Schließlich globale Perspektiven und die Zukunft der Staatenwelt. Das Buch schließt mit der Betrachtung, wie sich die Staatenwelt im 21. Jahrhundert weiterentwickeln könnte. Politische Instabilität, Umweltveränderungen und Migrationsströme werden als direkte Auswirkungen von geografischen und geopolitischen Faktoren betrachtet. Marshall macht deutlich, dass das Verständnis der Geografie unabdingbar ist, um die großen Fragen der Zukunft angehen zu können, sei es Migration, Umweltkatastrophen, neue Allianzen oder Machtverschiebungen. Besonders betont der Autor, dass die Geografie nicht nur als Ursache für Probleme gesehen werden darf, sondern auch Chancen für Kooperation und Innovation bietet. Die abschließenden Kapitel regen dazu an, globale Probleme ganzheitlich zu betrachten und den Wert der Geografie stets mitzudenken. Zusammenfassend: Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert richtet sich an alle, die ein fundiertes Verständnis für aktuelle internationale Entwicklungen und politische Zusammenhänge suchen. Besonders zu empfehlen ist das Buch für politisch Interessierte, Journalisten, Studierende aus den Bereichen Politik, Geschichte und Geografie, aber auch für Laien, die globale Nachrichten künftig besser einordnen möchten. Tim Marshall vermittelt mit viel Wissen und Erfahrung nicht nur einen Überblick über geopolitische Brennpunkte, sondern zeigt, wie unverändert und oft unterschätzt die Rolle der Geografie im modernen Weltgeschehen bleibt. Wer dieses Buch liest, profitiert von einem erweiterten Horizont. Man erkennt, warum Länder handeln, wie sie handeln, wieso manche Krisen scheinbar unlösbar sind und welche Faktoren für die Friedens- und Zukunftssicherung entscheidend sein können. Im Vergleich zu anderen Büchern auf dem Markt überzeugt Marshalls Werk durch seine anschaulichen Karten, die klare und verständliche Sprache sowie den aktuellen Bezug zu den Krisen des 21. Jahrhunderts. Wer verstehen möchte, wie und warum unsere Welt tickt, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Es hilft nicht nur dabei, die täglichen Nachrichten besser zu entschlüsseln, sondern schärft auch den Blick für die globalen Zusammenhänge, von denen unser Leben und unsere Zukunft mehr denn je beeinflusst werden. Der Kauf dieses Buches ist für alle eine Bereicherung, die tiefere Zusammenhänge hinter der politischen Oberfläche suchen und die Welt von morgen besser verstehen wollen. Wenn Sie unterstützen möchten Tim Marshall, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.